Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen die Krefeld Pinguine. Ich begrüße alle Gäste an den Bildschirmen, begrüße die Pressevertreter hier im Presseraum und begrüße natürlich auch die beiden Trainer Pierre Beaulieu für die Krefeld Pinguine und Eisbären-Chefcoach Serge Aubin und bitte den Trainer der Gäste um sein Statement zum Spiel. Pierre. Yeah, I thought that for us, coming into this building is always a challenge. We have a lot of respect for Serge and his group, and we needed to play a certain type of game tonight. We needed to stick together, manage the puck, and obviously come up with a good specialty teams effort. And I thought UC gave us good goaltending tonight, some timely saves, and I think that we just we stuck together as a group and found a way to grind out a good road game. Yeah, I think we got performances up and down the lineup. Mike Schmidt's got a goal there. Gets rewarded for the work that he's been putting in since, excuse me, I don't have much of a voice. But yeah, he gets rewarded there for jumping in the play and for investing in his development. He's getting a lot of playing time for us, and he deserves that. So that was nice to see. And yeah, I just think that I'm really proud of our group. It's been a challenging time, like I said the other night after the Straubing game. But the most important thing is that we continue to grow as a group, put the distractions of ownership and all of these question marks, leave them outside the locker room, stick together and continue to grow and develop our game. Danke, Pierre. Kurze Übersetzung. Also er ist sehr stolz auf seine Mannschaft, über die Art und Weise, was sie hier heute bei dem Auswärtsspiel gezeigt haben. Er sagt, sie mussten eine bestimmte Art und Weise hier spielen und sie haben über das ganze Team wirklich eine gute Leistung gezeigt. Jussi Grünes hat richtig gut gehalten im Tor. Er hat zur richtigen Zeit immer die Paraden aufs Eis gebracht und auch die Special Teams haben gut funktioniert. Er hat auch nochmal Mike Schmitz hervorgehoben, der ein Tor geschossen hat, der wirklich viel investiert in der letzten Zeit, sich aufopfert für die Mannschaft und heute dann mit dem Tor belohnt wurde. Und er sagt auch, dass sie natürlich in der Kabine irgendwie zusammenhalten müssen, die ganzen Fragezeichen, die irgendwie außerhalb aufkommen, draußen gelassen werden müssen und sie ihr Spiel weiterentwickeln wollen und weiter wachsen wollen als Mannschaft. Serge. Well, first of all, congrats, Pierre, and Krefeld on the win. Yeah, it was a day without. For us today was a day without emotion. There's no doubt we're in a bit. We're fighting tough times right now. I think defensively our game has gone away from where it's supposed to be at, and it's given life to the other team. And against Dusseldorf, we were able to come back. Last game took a lot out of us. There's no excuses. I know we got a ton of character. There was just absolutely nothing there tonight throughout the lineup. So difficult, especially for our fans. I think they deserved much better, but we're going to regroup and get back to work. There's not enough time there's no time to pout here. We're going to face adversity like big boys and get back to work right away. Also Serge sagt, das war ein sehr, sehr schwieriges Spiel und natürlich für die Fans, die haben was wesentlich Besseres verdient gehabt heute Abend. Er sagt, sind schwierige Zeiten, vor allem weil sie ihr defensives Spiel verloren haben. Sie kommen irgendwie nicht richtig rein ins Spiel. Heute war ein Spiel ohne Emotionen. Und das war das größte Problem. Sie haben, wie gesagt, in der Defensive momentan Schwierigkeiten, kommen nicht so richtig rein in das Spiel. Gegen Düsseldorf konnten sie zurückkommen. Das Spiel in Wolfsburg hat ziemlich viel weggenommen von ihnen und so konnten sie dann heute, obwohl sie eine Mannschaft sind, die viel Charakter hat, nicht zurückkommen. Sie werden jetzt nach vorne gucken. Es gibt keine Zeit, irgendwie da groß drüber nachzudenken und werden weiter natürlich hart arbeiten. Gibt es Fragen? Manne? Warum hat er den Torwart rausgenommen bei einem Stand von
1:4, 1 Minute vor Schluss. Tore können ja am Ende doch mal irgendwo wichtig sein. Because with about a minute 17 to go, you never know. And that put us on the power play with the extra man. So I figured, you never know. You get a quick one, and this game can turn pretty quickly. So we're going to do everything we can to try to get a win. Lose 4-1 or 5-1. It's not going to change anything, but I think not trying is, first of all, sends the wrong message. We're going to do everything we can to win a hockey game. Die Frage war nach dem Torwart, dass der rausgenommen wurde, und er sagt, sie werden nie aufgeben, das würde immer die falsche Message senden. Er sagte, sie versuchen alles, um ein Spiel zu gewinnen, und auch mit 1 Minute 17 noch auf der Uhr weiß man nie, was passieren kann. Wenn ein schnelles Tor passiert, hat man immer noch die Chance zu gewinnen, und das werden sie immer versuchen. Weitere Fragen? Carsten? No, I think it's never a disadvantage when you get the first goal. Normally, it's the opposite. It was just it was a night without emotion, and a night without our compete level was not there. Yeah, I wish I could explain to you exactly what happened, but it's just one of those nights. Also er sagt, natürlich ist es immer ein Vorteil, wenn man 1:0 in Führung geht, und das wäre auch heute der Fall gewesen, hätten wir mehr Emotionen im Spiel gehabt, und wäre unser Wettkampflevel besser gewesen. Manne? Noch eine Frage. Kann Serge ruhig schlafen am Freitag von Mannheim? Mannheim is our next opponent. Can you sleep well until the next game? Well, I'm not going to sleep well tonight, but it's not because of Mannheim. It's because of the way we played. We're gonna take time and regroup, and there's no doubt Mannheim is they're on a roll right now. They're playing well. We're gonna have to get up and be ready for that game, but it's gonna take a little time to digest this one first. Also er sagt, er wird heute Nacht nicht gut schlafen können, aber das liegt nicht an Mannheim, das liegt an dem Spiel heute Abend. Und natürlich werden sie jetzt wieder nach vorne schauen, sich zusammenraufen und dann die Zeit nehmen, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Er weiß, dass Mannheim momentan einen richtig guten Lauf hat, aber natürlich werden sie das Spiel anders angehen. Sonst noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank fürs Kommen. Nächstes Spiel, wie schon angesprochen, am Freitag dann hier zu Hause 19:30 gegen Mannheim. Und den Gästen einen guten Heimweg und viel Erfolg weiterhin. Danke.